So, wir nehmen jetzt mal die Platten, die Abdeckplatten vom Planco Fixo, schauen uns diese an, reinigen die halt ab. Das ist eine Arbeit, die man sicherlich häufiger mal machen kann. Dann sehen wir hier unser Gerät, wir sehen einige Ablagerungen, Schmutz. Hier ist der Motorraum, die Hydraulik und der Schwimmerschalter. Wenn wir den Schwimmerschalter jetzt hochziehen, fängt die Pumpe an zu laufen und fördert den Rest ab. Jetzt reinigen wir noch etwas, das Grobe mit der Brause raus, pumpen wieder den ganzen Rest hinaus, nehmen jetzt unseren Schwamm und fangen schon mal an, diese ganzen Bereiche hier abzureinigen. Wir haben hier mal einen Q-Tip mitgebracht, der tut es auch für diesen Bereich sehr gut und reinigen diese Auflagerippen für den Deckel. Jetzt wieder etwas abbrausen das Ganze und wieder weiter reinigen hier im Restbereich. Auch den Schwimmerschalter ein wenig reinigen. Das kann man auch ganz gut machen, indem man von unten hier gegenführt und auch von dieser Seite. Für eine eingehendere Reinigung oder falls diese Pumpenhydraulik hier vorne einmal verstopft sein sollte, können wir diese werkzeuglos aus dem Planco Fix entnehmen. Das Ganze ist analog, wie Sie es auch von einer Spülmaschine her vielleicht kennen würden. Das heißt, wir ziehen diesen roten Keil heraus. Auch den würden wir natürlich jetzt in diesem Zuge einmal reinigen. Und jetzt kann man die Pumpenhydraulik durch das Wegdrücken in diese Richtung vorsichtig aus dem Druckabgang ziehen. Jetzt sehen wir hier die Rückschlagklappe. Damit ist Vorsicht zu walten. Die sitzt hier auf diesem Druckabgang drauf. Die muss auch unbedingt wieder rein. Und hier ist die Dichtung der Hydraulik selbst. Man sieht also, hier ist die Hydraulik in keiner Weise verstopft. Alles ist frei. Es ist nur ein wenig Ablagerung drauf. Diesen Dichtring kann man rausnehmen. Hier ist die Ansaugöffnung der Pumpe. Und das ist die Entlüftungsbohrung der Hydraulik. Die muss immer frei sein. Da muss Wasser rausspritzen, wenn die Pumpe läuft. Jetzt sehen wir hier das Pumpenlaufrad. Auch hier kann man mal vorsichtig mit dem Finger rein. Dazu ist aber ganz wichtig, die darf sich jetzt nicht einschalten, die Pumpe. Wenn man das also hier macht, empfiehlt es sich, die Stromzufuhr des Planco Fixes vorübergehend abzuschalten. Entweder mit dem Schalter oder am Sicherungskasten. Wir gehen also jetzt hier nochmal vor und reinigen das ab. Dabei drücken wir den Schwimmer hier runter, damit der nicht aufschwimmen kann durch die Wellenbewegung. Jetzt kann man auch nach dem Abnehmen der Hydraulik sehr schön diesen Bereich gut reinigen, der normalerweise so ein bisschen hinter der Hydraulik versteckt ist. Dann setzen wir den Dichtring wieder in die Hydraulik ein, ein wenig Seife anbringen, auch hier ein wenig Seife drauf und das Ganze so in den Druckabgang stecken. Einrasten lassen und den Keil einsetzen.